Hallo, mein Name ist Helge Heinecke von der Firma Elascon. Ich bin einer von 3 Key Account Managern, die für Deutschland zuständig sind. Und heute möchte ich euch gerne unser Airless-System zeigen und vorstellen. Gerade das Airless-Gerät ist heutzutage sehr, sehr wichtig, gerade in unseren Bereichen. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, es anzuwenden. Aber ich will euch gerne jetzt erst einmal die Funktionsweise vom Airless-Gerät erklären und dann geht es weiter. Das Airless-Gerät an sich seht ihr hier. Wir haben hier einen Luftmotor und ein Ansaugrohr. Das Ansaugrohr befindet sich direkt im Materialfass. Das hat den Vorteil, dass wir sehr effektiv arbeiten können. Wir können aus, wie hier, 22 Kilo Hotbox arbeiten oder halt bis zu 208 Liter Fässern, also wirklich die ganz großen Dinger. Aus denen können wir alles mit der gleichen Pumpe arbeiten. Das Einzige, was dann ist, das Ansaugrohr, das wird dann gegebenenfalls verlängert oder verkürzt, auf die Fassgröße halt angepasst. Hier in dem Fall haben wir jetzt das praktische Dreibein. Das ist halt sehr kompakt, die Pumpe, extrem klein, leicht und halt sehr, sehr geräuschlos, da sie wirklich nur mit Druckluft angetrieben wird. Wir brauchen hier vorne, also an eurem Kompressor, braucht ihr ca. 8 bis 10 Bar Luftdruck, um die Airless-Anlage sauber zu bearbeiten. Hier haben wir die Möglichkeit, nochmal die Luft separat abzustellen und anzustellen, also die Anlage drucklos zu machen. Hier oben haben wir die Anzeigeneinheit in Bar. Hier nochmal die Verstellschraube, um den Luftdruck für die Pumpe einzustellen. Ich arbeite bei den niedrigviskosen Materialien immer zwischen 1,5 und 2 Bar hier auf der Pumpe. Wenn die Materialien dicker werden, also zum Unterbodenschutz oder Steinschlagschutz, dann zwischen 4 und 4,5 Bar. Ja. Die Pumpe hat noch ein paar andere Besonderheiten. Wir haben hier ein paar Filtermöglichkeiten. Hier sitzt eine Filtereinheit, wo man verschiedenmaschige Filtereinsätze verwenden kann. Und hier im Griffstück ist auch nochmal ein Filter, um im Prinzip die Verunreinigungen, die im Material vorhanden sind, kleine Partikel, halt vorzufiltern, um die Düse halt nicht zu verstopfen. Ja, das war im Prinzip schon die Funktionsweise des Gerätes. Hier vorne habt ihr noch die Möglichkeit, den Ölstand von der Pumpe zu kontrollieren. Hat halt immer den Vorteil, ihr könnt die Pumpe selber warten und den Stand setzen. Einmal oben aufschrauben, gucken, ob das Öl milchig ist oder nicht. Und hier könnt ihr im Prinzip das Öl einmal ablassen und halt neu auffüllen. Gut, das war schon die Funktionsweise des Airless-Geräts. Also wirklich nichts Gravierendes, also es ist kein kompliziertes Gerät. Ich komme auch gerne raus, zeige einmal so eine Vorführung vor Ort beim Kunden. Das bieten wir halt auch mit an. Hier haben wir die Druckbecherpistole 3000 DVR, die wir bis jetzt immer genutzt haben und es auch weiterhin tun werden, weil die Pistole wirklich gut ist. Der einzige Nachteil ist halt, ich habe in der Pistole keine Filtermöglichkeiten. Das heißt, die Düsen verstopfen relativ schnell, wenn das Material nicht 100% sauber ist. Und gerade im Unterbodenschutzbereich bei den Materialien sind leichte Partikel drin. Hier setzen die schnell zu, bei der Airless-Anlage habe ich den Vorteil der Filterung vorher. Weiter, der Nachteil in dieser Pistole ist, dass ich mit Luft, also mit Druckluft an der Pistole arbeite und mit Materialzerstäubung an der Pistole arbeite. Demzufolge habe ich hier eine sehr starke Sprühnebelbildung. Bei der Airless-Anlage entfällt das, weil ich dort wirklich rein und allein mit dem Materialdruck arbeite und das Material nicht zusätzlich zerstäubt wird. Ein ganz entscheidender Vorteil für mich als Verarbeiter: bei dem Gerät muss ich immer 1 Liter mit mir rumschleppen oder sogar 1,5.
wenn ich das Material direkt einfülle. Hier entfällt das. Hier habe ich wirklich nur den leichten Handgriff in der Hand und hier bestimmt 2 Kilo, die ich immer mit mir führen muss. Diese 2 Kilo müssen natürlich auch regelmäßig ausgetauscht werden. Das heißt, wenn ich unterm Fahrzeug bin, zum Beispiel LKW sprühe, muss ich auch unterm LKW den Druckbecher aufmachen, 1 Liter raus, 1 Liter wieder neu rein, zuschrauben, weiter geht's. Hier den Vorteil, ich kann aus 22 Kilo arbeiten oder halt bis zum 200 Liter Fass. Dort wird die Pumpe dann fest verschraubt in dem Spundloch und ist damit arretiert und fest in der Pumpe und es kann quasi das Ganze fast leer gearbeitet werden. Demzufolge schaffe ich ein Fahrzeug ohne Probleme. So, jetzt habt ihr die Vorteile der Airless-Anlage gehört. Jetzt wollt ihr das natürlich noch mal alles sehen. Jetzt werde ich einmal die Pumpe startklar machen, werde euch einmal zeigen, wie das funktioniert, das Reinsetzen der Pumpe und dann gleich die Applikation.